Adidas droppt den brandneuen Adidas Predator Freak Plus. Wie man erkennen kann, handelt es sich beim Predator Freak um ein Facelift bzw. Update zum Predator Mutator. Laut Adidas ist dieser Fußballschuh nochmal verrückter. Was dahinter steckt, klären wir heute. Außerdem natürlich, ist es ein positives oder negatives Update und welche Figur macht der Fußballschuh bei uns im Test? Das erfährt ihr jetzt. Viel Spaß beim Video. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad. Remember me, though? My memory's gone. My memory, it limits me home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood. Pass through the hood when it's good and they chopping up wood. Breaking up stems, tilting my brim with a limp like a pin. Starten wir mit Veränderung Nummer 1, was logischerweise diese Socke hier oben ist. Die ist auf jeden Fall nochmal krasser als im Vergleich zum Predator Mutator. Warum das so ist? Ganz einfach, es soll einfach nochmal den Lockdown innerhalb des Fußballschuhs verbessern und gleichzeitig helfen, nochmal besser in den Fußballschuh reinzukommen. Wir haben quasi hier zwei Sockenteile, eine quasi im vorderen Teil, eine im hinteren Teil. Der vordere Teil verläuft quasi in die Ferse hinein, so wird man quasi nochmal in den Schuh hineingepresst, um einfach bei Richtungswechseln nochmal eine bessere Unterstützung zu bekommen. Weiter geht's mit Veränderung Nummer 2 und ich denke, jedem ist es aufgefallen, und zwar das Demon Skin Upper. Das hat sich auf jeden Fall auch verändert, von 406 zu 225, sprich die Spikes wurden zum einen reduziert, was nochmal hilft, dass das Obermaterial einfach nochmal weicher ist im Vergleich zum Mutator, und zum anderen soll es den Fußballschuh nochmal etwas schärfer machen, sprich dass die Spikes einfach nochmal aggressiver sind und nur an den Stellen, die man es wirklich braucht. Man sieht also, die Erhebung ist nicht nur quasi verringert, sondern auch erhöht, sprich es soll tatsächlich nochmal verrückter werden laut Adidas. So besonders auch dieses Demon Skin Upper ist, so besonders ist auch die Passform. Zum einen, was auffällt, was man auch vom Predator Mutator kennt, ist der sehr breite Vorderfußbereich, sprich viel Volumen in der Fußbox, und zum anderen auch, dass der Mittelfußbereich etwas enger ist. Was es aber auf jeden Fall zu sagen gilt, ist, dass der Vorderfußbereich nochmal etwas breiter geworden ist im Vergleich zum Predator Mutator. Das liegt daran, dass das Obermaterial einfach nochmal weicher geworden ist und dadurch sich an deinen Fuß mal besser anpassen kann. Dadurch aber, dass der Mittelfußbereich wieder relativ eng ist, hat man auf jeden Fall trotzdem noch einen guten Sitz und fühlt sich im Fußballschuh definitiv nicht verloren. Was die Größe angeht, man kann sagen, bei diesem Fußballschuh kann man eigentlich true to size, sprich eure Größe passt hier. Ich habe ihn tatsächlich sogar eine halbe Größe kleiner gespielt und hatte keine Probleme. Kennt man auch vom Vorgängermodell, der ist auf jeden Fall größer ausgefallen. So krass ist hier nicht mehr, sprich gleiche Größe oder, falls man sehr schmale Füße hat, eine halbe Größe kleiner. Laut Adidas ist dieser Fußballschuh ja tatsächlich unfair, man hat also einen Vorteil gegenüber dem Gegner. Das ist natürlich auch die Marketingbotschaft, sprich das lässt man so mal dahingestellt. Die Frage ist natürlich, ist dieser Vorteil eher mental oder tatsächlich auch gegeben? Ich muss auf jeden Fall sagen, die Veränderung der Spikes gefällt mir sehr gut. Sie sind einfach nochmal aggressiver, sprich sie sind erhöht, klar sind nicht mehr so viel da, aber das macht keinen Nachteil dadurch, dass die Spikes jetzt größer sind. Dadurch muss ich sagen, war es auch nicht zu übertrieben, sprich beim Predator Mutator habe ich manchmal sogar ein bisschen Einlaufzeit gebraucht, weil ich am Ball einfach hängen geblieben bin. Das ist hier so ein bisschen, glaube ich, versierter, kann man ganz gut sagen, sprich hier auf jeden Fall trotzdem noch das extrem gute Obermaterial mit dem sehr, sehr geilen Grip gegeben, aber nochmal etwas gezielter als beim Predator Mutator. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit zum Adidas Predator Freak. Und zwar starten wir direkt mal mit dem Thema Lockdown, denn hier hat sich der Fußballschuh definitiv etwas verbessert aufgrund der neuen Sockenkonstruktion. Das ist sehr, sehr spitz, das ist absolut Geschmackssache. Mir hat das auch gereicht, wenn es so gewesen wäre, weil der Hauptteil liegt hier vorne, wo er quasi den Lockdown verbessert hat. Man muss aber hier sagen, dass der Lockdown beispielsweise im X-Ghosted einfach nochmal besser ist. Das liegt aber auch daran, dass der X-Ghosted eigentlich im Laceless-Bereich den besten Lockdown hat. Zum einen
haben wir wie gesagt den Komfort, der sich etwas verbessert hat. Zum anderen, das Obermaterial ist auf jeden Fall nochmal weicher geworden als jetzt beim Vorgängermodell, sprich der Touch ist einfach nochmal etwas direkter und mir gefällt auch, dass dieses Demon Skin Up einfach nochmal ein bisschen gezielter angebracht ist, ein bisschen aggressiver und gleichzeitig aber zielgerichtet für die Performance, sprich auch hier definitiv ein Upgrade. Das soll es auch schon wieder zum Review zum Adidas Predator Freak gewesen sein. Lasst mal eure Meinung zum Schuh definitiv in den Kommentaren da. Was sagt ihr zu diesem Fußballschuh? Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Link in der Beschreibung. Ab dem 26.01. ist er bei uns verfügbar. Also schaut gerne mal vorbei. Link findet ihr schon mal unten verlinkt. Genauso eure Meinung da lassen, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.